Im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über eine meiner liebsten Produktkategorien aus dem Skincare-Bereich sprechen, und zwar sind das Toner. Dazu gehören selbstverständlich auch die Sonnencremes, aber auch für Toner habe ich eine riesengroße Liebe. Vor allem im Sommer greife ich auf eine ganz bestimmte Technik zurück, und zwar das sogenannte Toner Layering. Und es gibt natürlich auch Menschen, die immer wieder behaupten, dass Toner total überflüssig seien oder extrem sinnlos. Falls ihr zu diesen Menschen gehört, hear me out. Hört euch meine Meinung an, hört euch an, was ich mit Tonern so anstelle und warum diese Technik vor allem jetzt im Sommer, aber auch im Herbst wahnsinnig angenehm ist und warum es eigentlich auch nichts Vergleichbares dazu gibt. Und ich meine, schaut euch das mal an. Das ist nur Toner Layering mit Sonnencreme drüber und hier und dort gezielt Concealer. Ich liebe dieses Finish. Ich liebe es, wie sich meine Haut anfühlt. Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu klebrig, es ist überhaupt nicht spürbar auf der Haut. Und das ist halt vor allem jetzt bei diesen relativ hohen Temperaturen, der relativ hohen Luftfeuchtigkeit so dermaßen angenehm, dass ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen kann, dass, wenn ihr dieses Video gesehen habt, dass ihr das Toner Layering nicht auch ausprobieren wollt. Bevor dieses für meine Verhältnisse lange Intro endlich ein Ende nimmt, möchte ich noch ganz gerne darauf hinweisen, dass ich mich riesig freuen würde, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vor allem, wenn ihr euch für Hautpflege interessiert, denn Hautpflege ist nicht nur meine Leidenschaft und mein Hobby, sondern auch mein Beruf. Ich entwickle meine eigene Skincare, ich helfe anderen Marken bei der Produktentwicklung und ich habe auch ein Buch geschrieben, das für Skincare-EinsteigerInnen geeignet ist. Also falls ihr zufällig durch dieses Video auf meinen Kanal gekommen seid und euch jetzt für Skincare interessiert, aber nicht wisst, wo ihr genau anfangen sollt, ich packe euch mein Buch bzw. den Link zu meinem Buch unten in die Infobox, dann könnt ihr gerne mal im Inhaltsverzeichnis durchscrollen und schauen, ob das was für euch ist. Und dann starten wir jetzt mal mit dem Toner Layering. Grundsätzlich geht es beim Toner Layering darum, unterschiedlichste Toner übereinander zu schichten. Und hier gibt es auch verschiedenste Produkte, die unterschiedlichste Konsistenzen aufweisen, die natürlich auch unterschiedlich formuliert sind. Ich habe mir ein paar Toner ausgesucht, die ich euch gerne zeigen möchte, und ich möchte euch auch gerne erklären, wie ihr sie am besten übereinander verwendet und welche Toner zueinander passen, vor allem wenn ihr einen ganz bestimmten Effekt erzielen wollt. Ich starte dann auch gleich mit den Drogerietonern. Ich habe hier zum Beispiel den Isana Pure Toner, der ist relativ neu bei Rossmann, finde ich wirklich großartig, dass Rossmann es auch endlich geschafft hat, einen mild formulierten Toner rauszubringen, der ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung auskommt. Das ist jetzt auch kein reiner Ethanol-Toner, von daher wirklich Hut ab. Ich bin sehr, sehr happy, dass Rossmann das nun endlich geschafft hat, weil ich vorher auch immer diesen Balea Med Toner verwendet habe, also dieses Balea Med Gesichtswasser. Moment, ich hole das mal. Kennt ja sicherlich fast jeder, der sich so ein bisschen mit Skincare beschäftigt. Und das sind tatsächlich so Produkte, die ich im ersten Schritt empfehlen würde. Also sagen wir mal, ihr steht frühs auf. Ihr habt über Nacht eure Skincare aufgetragen und jetzt wollt ihr mit dem Toner Layering starten. Und da mache ich es immer so, dass ich mir halt so ein günstiges Gesichtswasser nehme, dann ein wiederverwendbares Wattepad und das Wattepad ordentlich mit dem Gesichtswasser beträufle und mit diesem Wattepad dann sozusagen ganz sanft über mein Gesicht drüber gehe. Das ist selbstverständlich auch persönliche Präferenz. Es kommt auch extrem darauf an, was ihr mögt und wie euer Hautzustand ist. Es kann natürlich durchaus sein, dass ihr eine sehr ölige Haut habt und dass ihr eben frühest das Bedürfnis habt, euer Gesicht zu reinigen. Habe ich persönlich nicht, weil ich eine eher trockene Haut habe und weil sich selbstverständlich auch im Sommer meine Routine komplett ändert. Das heißt, ich benutze auch über Nacht eher so Produkte, die so ein bisschen leichter sind, die nicht zu reichhaltig sind, oder aber ich greife auch abends auf dieses Toner Layering zurück, dann muss ich frühs nicht unbedingt mein Gesicht reinigen, sondern greife dann wirklich eher zu so günstigen Tonern und versuche die Überreste dann mit so einem angefeuchteten Wattepad zu entfernen. Ich persönlich muss auch sagen, dass diese Toner
eher dafür geeignet sind, um diesen ersten Schritt zu machen, weil ich sie jetzt für den zweiten Schritt, also dafür, dass sie in einer gewissen Menge dann auf der Haut bleiben, einen Ticken zu unangenehm finde. Also beim Balea Med Gesichtswasser geht es auf jeden Fall noch, aber dieser neue Toner von Isana ist in der entsprechenden Menge auf dem Gesicht einfach einen Ticken zu klebrig für mich. Was im ersten Schritt auch wahnsinnig gut funktioniert, ist das Daily Skin Softening Water von Klairs. Ihr bekommt hier eine Riesenbulle mit ordentlich Inhalt. Vor allem, wenn ihr keine Lust haben solltet auf Drogerie-Skincare, dann kann ich das hier definitiv empfehlen. Das ist von der Konsistenz wie Wasser, wahnsinnig flüssig, sehr angenehm in der Handhabung. Es klebt nicht, lässt sich easy auftragen und eben auch aufgrund der Dosierung, weil das so eine Flasche ist das richtig gut geeignet für den ersten Schritt in eurem Toner Layering. Hier sind auch feuchtigkeitsbindende Bestandteile enthalten. Das ist komplett unparfümiert und enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Auf jeden Fall ein tolles Produkt für den ersten Schritt in eurem Toner Layering. Ihr müsst natürlich nicht als erstes einen Toner benutzen, wenn ihr das nicht möchtet. Es kommt, wie gesagt, extrem darauf an, wie ihr eure Routine aufbaut. Wenn ihr früh euer Gesicht schon gereinigt habt, dann müsst ihr diesen ersten Schritt nicht unbedingt machen, sondern könnt gleich zu dem zweiten Schritt übergehen. Im zweiten Schritt des Toner Layerings kommen wir jetzt zu den Tonern, die entweder bestimmte Actives in gewissen Konzentrationen enthalten oder die einfach auch eine etwas dickere Konsistenz aufweisen. Das heißt, wir arbeiten uns von dünn nach dick, was die Konsistenzen angeht, oder aber auch von leicht nach pflegend. Ich habe hier nämlich auch tatsächlich 2 Toner, die so ein bisschen pflegender sind. Die werde ich euch gleich zeigen, wenn wir zum dritten Schritt kommen. Und die Toner, die ihr im zweiten Schritt beispielsweise benutzen könnt, ist zum Beispiel dieser Bar Centella Calming Toner. Der ist super, super angenehm. Hier ist Tigergras enthalten. Es ist ein ganz kleines bisschen Panthenol drin, was eher feuchtigkeitsbindend wirken wird. Und Tigergras ist ein hautberuhigender Inhaltsstoff. Und das Coole an diesem Toner ist einfach, dass er eine etwas dickere Konsistenz hat. Ich kann euch das auch gerne mal zeigen. Also er ist nicht komplett wässrig, ich hoffe, ihr seht das halbwegs, sondern der hat noch so ein bisschen Haptik. Auch wenn man anfängt, den einzureiben, merkt man, dass da wirklich so ein ganz, ganz leichtes Konsistenzgefühl hat. Und der ist super, super angenehm, wird wunderbar wässrig auf der Haut, nicht zu schwer, ist überhaupt nicht klebrig und deshalb eignet der sich richtig, richtig gut für den zweiten Schritt innerhalb des Toner Layerings. Den benutze ich tatsächlich ganz gerne abends. Oder aber, was ich eigentlich immer morgens mache, ist nach dem ersten Schritt im Toner Layering mein eigenes Gesichtswasser zu verwenden, weil ich da eben auch genau weiß, was drin ist und weil ich auch ein paar Actives einschleusen möchte in meine Toner Layering Routine, die ich richtig, richtig gerne mag und die eben auch viele Vorteile für meine Haut bringen. Hier ist 4% Niacinamid enthalten, 2% Ectoin, 2% Panthenol und auch noch 2% Grüntee-Extrakt. Und Niacinamid kann eben dazu beitragen, dass Entzündungen schneller abklingen, dass einfach auch die Haut gut durchfeuchtet wird, dass ja Pigmentflecken vorgebeugt werden. Und Ectoin und Panthenol sind 2 wunderbar beruhigende Inhaltsstoffe, während Grüntee-Extrakt antioxidativ wirken kann. Ich mag das wahnsinnig gerne und bin da auch super, super fix fertig, weil das mit dem Sprühkopf ausgestattet ist. Das heißt, ich kann nach dem ersten Schritt direkt sozusagen auf mein Gesicht drauf sprühen und schon bin ich fertig und kann zum nächsten Schritt übergehen. Was ihr im zweiten Schritt natürlich auch benutzen könnt, ist beispielsweise der Centella Unscented Toner von Purito. Das ist ein grandioses Produkt. Enthält auch Tigergras, was beruhigend wirken kann, ist wahnsinnig angenehm in der Handhabung und hat so ein eher seidiges Gefühl, wenn man den zwischen den Fingern verreibt. Er hat auch etwas mehr Konsistenz im Vergleich zu den Tonern, die ich euch für den ersten Schritt empfohlen habe. Und ich packe mir den mal so ein bisschen auf die Hand.
Der ist so, so schön. Wenn man den einreibt, dann fühlt er sich einfach so wunderbar seidig und sehr, sehr leicht auf der Haut an. Auch der klebt überhaupt nicht, ist super, super angenehm. Was ich ja beim Toner Layering einfach extrem mag, ist, dass diese Produkte, die man übereinander aufträgt, dass die im Endeffekt überhaupt nicht auf der Haut kleben oder zu schwer sind. Und das ist für so warme Temperaturen, vor allem im Sommer, extrem angenehm. Und den Toner von Purito kann ich euch auch allen durchweg empfehlen. Der ist wirklich, wirklich super. Ich vertrage den wunderbar und wie man sieht, benutze ich den auch sehr, sehr gerne. Vor allem für den zweiten Schritt ist er gut. Aber was ihr auch theoretisch machen könnt, ich habe das auch heute gemacht, dass ich mein Gesichtswasser aufgetragen habe und dann da drüber noch den Toner von Purito. Das Geile ist an dieser Toner-Layering-Technik einfach auch, dass ihr euch ohne Probleme durchprobieren könnt, ohne dass das irgendwie alles komisch miteinander interagiert, weil eben solche stark wässrigen Produkte selten miteinander Probleme machen. Das heißt, ihr könnt euch durchprobieren und schauen, was euch gefällt, eins übers andere layern und gucken, wie eure Haut damit zurechtkommt oder wie sich das Ganze anfühlt. Also es ist alles sehr, sehr einsteigerinnenfreundlich, würde ich sagen. Und deswegen finde ich dieses Toner Layering einfach so großartig. Ein Toner, der für den zweiten Schritt auch gut geeignet ist und den ihr in der Drogerie finden könnt, ist dieser hier von Q&A mit Niacinamid. Ich glaube, die Marke bekommt ihr bei Rossmann. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das jetzt nicht unbedingt mein persönlicher Favorit ist, was Toner angeht, weil das schon ein bisschen klebrig ist. Also wenn man anfängt, den in einer etwas größeren Menge ins Gesicht einzuarbeiten, dann wird das Ganze doch etwas klebrig und ein bisschen unangenehm, aber das könnt ihr natürlich selbst ausprobieren und schauen, ob das für euch klar geht. Falls ihr auf Hyaluron in eurer Routine stehen solltet, dann kann ich euch für den zweiten Schritt auch definitiv dieses Derm HA 3 Liquid von Purito empfehlen. Hier sind unterschiedliche Formen des Hyalurons enthalten, aber das Produkt ist sehr wässrig. Das heißt, wenn man versucht, das mit den Händen einzuarbeiten, dann wird es ein bisschen schwieriger. Man muss etwas mehr aufpassen, weil es sehr, sehr schnell die Hände runterrinnt. Also hier hätte ich mir tatsächlich einen Sprühkopf gewünscht, damit man das besser auftragen kann. Nichtsdestotrotz, das Produkt ist mild formuliert und auch super angenehm und nicht klebrig auf der Haut. Einen Toner, den ich euch für abends empfehlen kann, ist dieser Bubble Toner von Beauty of Joseon und der enthält Glykolsäure bei einem pH-Wert von ca. 3, irgendwas, aber die Konzentration der Glykolsäure ist jetzt auch nicht allzu hoch. Das heißt, ich zumindest komme sehr gut mit diesem Bubble Toner zurecht und die Glykolsäure, die kann dazu beitragen, dass die Haut auf sanfte Art und Weise gepeelt wird, dass Feuchtigkeit gebunden wird und dass zum Beispiel auch das Erscheinungsbild von Pigmentflecken verbessert werden kann. Ich benutze den Toner so 2 bis 3 Mal in der Woche, weil das meiner Haut sonst zu viel wird. Und was ich an diesem Toner so geil finde, ist einfach diese komplette Verpackung, weil wenn man hier oben drauf drückt, dann kommt der Toner als Schaum raus und das ist einfach so besonders und so angenehm im Auftrag. Deshalb musste ich euch diesen Toner unbedingt zeigen. Also falls ihr eine weniger empfindliche Haut haben solltet oder eine, wo jetzt die Hautbarriere nicht komplett zerstört ist, dann kann ich euch diesen Toner auf jeden Fall ans Herz legen. Aber vergesst nicht, dann jeden Tag Sonnencreme aufzutragen. Ansonsten könnt ihr dieses ganze Säurending ganz schnell wieder vergessen. Dann tauchen wir jetzt mal ein in den letzten Schritt des Toner-Layerings und da habe ich 3 Toner für euch am Start, die ich natürlich auch allesamt ausprobiert habe. Ich fange mal an mit dem Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus und der ist für all diejenigen unter euch geeignet, die auf Hyaluron stehen, die auf so ein bisschen dickere, gelige Konsistenzen stehen und die ja gern so feuchtigkeitsbindende Sachen mögen. Den kann ich mir auch richtig, richtig gut bei öliger Haut vorstellen, also zumindest als letzten Schritt innerhalb des Toner-Layerings. Und der hat halt so eine gelige Konsistenz. Ich packe mir das mal so ein bisschen auf die Hand. Und sobald man anfängt, den zu verreiben, merkt man das auch, dass der so ganz leicht schleimig ist. Das heißt, wir haben uns dann sozusagen von der dünneren zur dickeren Konsistenz gearbeitet und dafür eignet sich dieser Toner richtig, richtig gut. Ich liebe den auch abgöttisch und benutze den regelmäßig als letzten Schritt innerhalb meines Toner-Layerings.
2 Toner, die ich vor allem bei fettarmer Haut empfehlen kann, sind diese hier. Und zwar ist es einmal das The Lab Prebiotic Cera Cream Mist und die Vegan Kombucha Tea Essence von Dr. Curacle. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Cream Mist ein kleines bisschen weniger pflegend ist im Vergleich zu der Kombucha Tea Essence. Das heißt, dass wenn ihr ein bisschen mehr Pflege benötigt in Form eines Toners, dann wird euch wahrscheinlich die Vegan Kombucha Tea Essence ein bisschen mehr gefallen. Aber was mir hier auch sehr gut gefällt, ist die Verpackung, weil man dadurch das Produkt easy aufs Gesicht auftragen und relativ schnell einklopfen kann. Ich habe das auch heute benutzt und auch unter der Sonnencreme aufgetragen. Und ich muss auch echt sagen, dass das Produkt nie Probleme gemacht hat. Und es ist einfach auch super angenehm auf der Haut. Es hat wirklich nur so einen ganz dezenten Hauch von Pflege, ist nie too much und ich vertrage es auch wunderbar. Hier sind, glaube ich, auch unterschiedliche Formen der Ceramide enthalten oder ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall ist irgendwas Ceramid-ähnliches drin, was barrierestärkend wirken kann, was ich auch richtig schön finde. Und an sich ist das Produkt auch extrem angenehm und wie gesagt auch easy in der Handhabung. Bei der Vegan Kombucha Tea Essence gefällt mir persönlich die Verpackung nicht so, weil dadurch das Dosieren ein wenig erschwert wird, weil hier dann einfach immer nach dem Schütteln haufenweise Produkt mit runterläuft und alles einsaut, aber nichtsdestotrotz ist der Inhalt richtig wunderbar. Das heißt, wenn ihr einen Ticken mehr Pflege benötigt, dann solltet ihr auf jeden Fall im letzten Schritt zu der Vegan Kombucha Tea Essence greifen. Was ich selbstverständlich im Anschluss an das Toner Layering mache, ist meine Sonnencreme aufzutragen und da benutze ich aktuell am liebsten das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Das ist eine meiner absolut liebsten Alltagssonnencremes. Falls ihr Details dazu braucht, falls ihr das Ganze nochmal in Aktion sehen möchtet und was zu den Inhaltsstoffen erfahren möchtet, ich verlinke euch das entsprechende Video unten in der Infobox und oben in dem i, dann könnt ihr dort sehr gerne mal vorbeischauen und abends benutze ich dann, wie gesagt, entweder so einen pflegenden Toner oder aber ich trage noch ein bisschen Moisturizer auf meiner Haut auf und dann bin ich fertig. Dann sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch das Toner Layering ein bisschen näher bringen. Ich zumindest finde das wahnsinnig angenehm und ich denke, dass das auch für Menschen geeignet ist, die so schwere Sachen auf der Haut nicht mögen, die vielleicht auch ein Problem mit Texturen haben oder mit sehr pflegenden und so schwarzigen Produkten auf der Haut, denn das Ganze fühlt sich einfach super leicht an, nahezu schwerelos, es klebt nichts, es ist extrem angenehm und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da ein Film auf meiner Haut drauf ist und deshalb liebe ich dieses Toner Layering einfach extrem. Das ist natürlich eine Technik, die jetzt nicht unbedingt für den Winter geeignet ist, das ist wirklich eher was für Sommer und Herbst, also so eine Zeit, wo die Luftfeuchtigkeit höher ist, wo die Temperaturen auch ein bisschen höher sind, denn im Winter nur auf wasserbasierte Produkte zurückzugreifen, kann sich nachteilig auf die Haut auswirken. Sie kann trockener, sie kann spröder werden. Da braucht sie dann auch definitiv ein bisschen mehr Fett, weil ja auch im Sommer bei den höheren Temperaturen der Talg etwas fließfähiger wird. Das heißt, die Haut sie wirkt nicht nur praller, sondern sie verliert auch nicht mehr so schnell Feuchtigkeit, weil der Talg sich besser auf der Haut verteilt und zusätzlich durch die höhere Luftfeuchtigkeit sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus im Vergleich zum Winter. Also merkt euch das im Hinterkopf. Diese Toner Layering Technik ist wirklich eher was für den Sommer, für den Herbst, aber nichts für die kalte Jahreszeit.